Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich, wie ich meinen Dennerle Nano Eckfilter garnelensicher gemacht habe. Die Idee dazu habe ich aus einem Video von Markus. Ich blende euch jetzt rechts oben einen Link dorthin ein. Ich betreibe den Dennerle Nano Eckfilter in allen meinen 3 Nano-Aquarien. Nach über einem halben Jahr bin ich immer noch sehr zufrieden mit ihnen, aber ich möchte mir wahrscheinlich bald doch Garnelen zulegen. Und da hat der Filter seine Schwächen. Wie man hier erkennen kann, können Garnelen zum Beispiel hinter den Filter kriechen und kommen dort dann eventuell nicht wieder heraus. Ein weiterer Nachteil, wenn man züchten will, sind die großen Spalten beim Filtereinlass, durch den die Babygarnelen ohne weiteres hindurchschlüpfen können. Dann besteht die Gefahr, dass sie in den Impeller geraten. Macht man den Filter einmal auf, sieht man, dass Garnelen, die vorne in die Schlitze klettern, eigentlich von dort aus nicht weiterkommen. Aber ob sie dann wieder herauskommen und wie sie den Sog vertragen, ist fraglich. Die größte Gefahr geht aber von dem unteren Bereich des Filters aus. In der untersten Kammer befindet sich ein Schwamm und dieser ist recht grobporig. Da können auf jeden Fall Babygarnelen hindurchkrabbeln. Dann werden sie durch diesen Kanal direkt in den Impeller gezogen, wo sie dann geschreddert und wieder ausgespuckt werden. Zweiter Schwachpunkt ist das Filtervlies. Wie gesagt, bei mir läuft es jetzt über ein halbes Jahr problemlos und die Filterleistung hat in dieser Zeit nicht merklich nachgelassen. Das kann sich aber ändern, wenn man Tiere im Aquarium hat, die mehr Dreck machen. In meinen reinen Pflanzenbecken ist das Wasser aber immer glasklar. In dem Vlies können sich Filterbakterien ansiedeln, sodass auch eine biologische Filterung stattfinden kann. Dieses Vlies ist aber relativ dünn, sodass die Anzahl der Bakterien begrenzt ist. Wenn sich das Vlies zusetzt, muss man eine neue Patrone kaufen, die einzeln nicht ganz günstig ist und besser im Dreierpack gekauft werden sollte. Deshalb bin ich froh, dass ich jetzt diese Lösung gefunden habe. Und zwar möchte ich diesen Filterschwamm von Sera unten an den Kopf des Dennerle Nano Eckfilters anbringen. Einen Link zu allen hier gezeigten Produkten findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn man den Schwamm neben die Filterkammer stellt, kann man schon sehen, wie viel mehr Platz für Bakterien im Schwamm ist. Natürlich nimmt er auch mehr Raum im Aquarium ein. Man könnte an den Filter vor den Schlitzen auch einen Babyprotektor anbringen. Der kostet aber wieder extra, genau wie die Vergrößerung der Kammer, die dazu dient, biologisches Material einbringen zu können. Und das dafür benötigte Biogranulat gibt es auch nicht umsonst. Den Schwamm kann man mehrmals auswaschen, wenn er zugesetzt ist, und man muss nicht gleich einen neuen kaufen. Um den Filter mit dem Schwamm zu verbinden, muss man allerdings ein bisschen basteln. Und zwar habe ich an die Kappe, die den Impeller abdeckt, mit Silikon einen Filterkorb von Eheim angeklebt. Die Kappe mit dem darunterliegenden Impeller sahen vorher so aus. Daran kann man dann den Filterkorb zum Beispiel mit Silikon festkleben und so den Filterkopf und den Schwamm miteinander verbinden. Ich habe dafür Aquariumsilikon von Juwel benutzt, das ich noch von einem anderen Projekt übrig hatte. Den entsprechenden Link findet ihr in der Videobeschreibung. Leider hat dieses keine Tülle, mit der man das Silikon dosiert auftragen kann. Deshalb ist das Ergebnis am Ende nicht ganz so schön geworden, aber es hält und das ist das Wichtigste. Diese Konstruktion wird dann in den Schwamm hineingesteckt und der Filterkopf kommt dann oben drauf. Dadurch wird im Betrieb Wasser durch den Schwamm gesaugt und die Filterbakterien werden so mit den Abfallstoffen versorgt, die sie dann abbauen können. Und natürlich sollen so auch die Schwebestoffe aus dem Wasser gefiltert werden. Die Reinigung der originalen Filterpatrone ist wie gesagt kaum möglich und man muss sich eigentlich eine neue kaufen, wenn sie sich zugesetzt hat. Die Patrone ist nicht sehr flexibel und kann nicht ausgedrückt werden und wenn man über das Vlies reibt, verfilzt es und verstopft noch schneller. Ich erhoffe mir, dass das mit dem Schwamm besser geht und man ihn einfach unter Wasser ausdrücken und so auswaschen kann. Die Verbindung, die ich mir aus dem Deckel und dem Filterkorb gebastelt habe, wird jetzt einfach vor den Impeller gesteckt und dann kommt alles zusammen von oben in die Öffnung in den Schwamm. Der Dennerle-Filter ist ja ein Eckfilter und deshalb passt er wie angegossen auf diesen sozusagen dreieckigen Schwamm. Und so besteht nicht mehr die Gefahr, dass Garnelen hinter den Filter geraten. Beim Originalfilter können Garnelen in diese Kerbe krabbeln und stecken bleiben, weil sie sich nicht umdrehen können. Deshalb ist im Lieferumfang des Filters ein kleiner Schwamm beigelegt, den man dahinter schieben soll und der den Garnelen den Weg versperrt. Ein zweiter Schwamm soll den Weg von oben absichern. Wenn sich aber der Filter von der Scheibe löst, zum Beispiel weil die Saugkraft der Propfen nachgelassen hat, können sich wieder Garnelen dorthin verirren. Ich werde zur Sicherheit auf jeden Fall jetzt auch nach dem Umbau oben einen der kleinen Schwämme anbringen, falls eine Garnele über den Filter dorthin krabbelt. Leider ist der Filterschwamm ein bisschen überdimensioniert und zu hoch für dieses Aquarium. So würde der Filterkopf doch sehr weit über den Wasserspiegel hinausragen. Man müsste ihn jetzt eigentlich ungefähr hier abschneiden und dann hochschieben. Das mache ich hier aber nicht, weil ich diesen Schwamm für mein anderes Projekt hier einfahren möchte und ihn dann in das neue Aquarium umsetze, sobald ich es bepflanzt habe. Für meine 3 Nanobecken werde ich mir neue Schwämme bestellen und diese dann kürzen.
Vor dem Einsetzen habe ich den Filterschwamm warm ausgewaschen und im Aquarium Wasser abgelassen, damit mir dort nichts überschwappt. Den Schwamm drücke ich dann in meiner Faust so klein wie möglich zusammen, dann halte ich ihn unter Wasser und drücke noch einmal darauf, so dass alle Luft rausgeht, denn sonst hat er später am Filter zu viel Auftrieb. Wenn man die Faust dann öffnet, zieht er anstatt Luft das Wasser ein. Wenn man nachher den Filter in Betrieb nimmt, ist es sehr wichtig, dass der Impeller auf jeden Fall unter Wasser sein muss und nicht trocken läuft. Ich stecke dann den Filterkorb mit dem Deckel unter den Filterkopf und drücke das Ganze in den Schwamm. Das macht natürlich ordentlich Welle und im Aquarium gerät alles ein bisschen durcheinander. Nach dem Einsetzen ist jetzt hier der Filterkopf recht hoch über der Wasseroberfläche und der Schwamm ist auch etwas verformt, weil er auf den Boden gedrückt ist. Wie gesagt, ich werde den Schwamm kürzen, wenn ich einen neuen habe. Diesen hier nehme ich dann für mein 54 Liter Aquarium, sobald das bepflanzt ist. Durch die ganze Aktion ist jetzt recht viel Schmutz aufgewirbelt worden und ich bin gespannt, ob der Filter es jetzt schafft, das Wasser wieder klar zu bekommen. Der Durchfluss ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Dadurch, dass der Filter so hoch sitzt und das Wasser so tief fällt, entsteht natürlich zu viel Strömung und es spritzt. Ich werde das Wasser also gleich mal wieder auffüllen und wir werden sehen, wie es dann aussieht. Mit höherem Wasserstand sieht es schon mal wieder besser aus und die Strömung hat etwas nachgelassen, aber auf die Dauer muss der Schwamm auf jeden Fall gekürzt werden. Hier von der Seite sieht man jetzt auch noch einmal besser, wie gebogen der Schwamm ist, weil er auf den Boden aufstößt. Wenn er gekürzt ist, wird das nicht mehr so sein und dann können definitiv keine Garnelen mehr dahinter kriechen. Und jetzt kann man auch von oben die kleinen Schwämmchen einsetzen, damit niemand hinter den Filterkopf gerät. Wenn man mehr Sauerstoff für die Garnelen ins Wasser einbringen will, kann man auch das Strahlrohr an den Filter anbringen. Die Düsen muss man dann aber mit der mitgelieferten kleinen Bürste ständig sauber halten, weil sie sich sonst schnell zusetzen. Und wenn einem die Strömung damit zu stark ist, kann man den Durchfluss am Filter auch herunterregeln. Ich bin auf jeden Fall erstmal zufrieden mit meiner Bastelei. Das Wasser war sehr schnell wieder glasklar und ich freue mich jetzt schon darauf zu beobachten, wie die Garnelen den Schwamm abweiden. Vielen Dank an Markus für diese tolle Idee. Schaut auf jeden Fall einmal auf seinem Kanal vorbei, den ich jetzt hier rechts oben einblende und lasst ihm ein Like für sein Video da. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die kleine Glocke, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Und wenn ihr euren Dennerle Nano Eckfilter auch umrüsten wollt, findet ihr Links zu dem Filterschwamm, dem Aquariumsilikon und zu dem Filterkorb in der Videobeschreibung. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuschauen und macht euch mal wieder die Hände nass.